Viele Mandanten, mit denen ich in der Beratung spreche, sehen die Welt vor einer Zeitenwende. Der Westen ist auf einem unaufhaltsamen Abstiegskurs. Der Dollar verliert an Bedeutung als Reservewährung und die BRICS-Staaten sind dabei, ganz groß rauszukommen. Sie versuchen ja aktiv Handel zwischen den BRICS-Staaten hier außerhalb des Dollars in ihren eigenen Währungen abzuwickeln, haben dafür sehr interessante Systeme und Grundlagen geschaffen. Die BRICS-Staaten wachsen immer mehr Staaten werden Teil dieses Staatenblocks, dieser Allianz. Und jetzt ist es auch für dich möglich, in einem BRICS-Staat eine Staatsbürgerschaft per Investment zu bekommen. Das kann möglicherweise strategisch für dich in der Zukunft sehr interessant sein. Je mehr die BRICS-Staaten an Bedeutung gewinnen, desto wertvoller kann eine solche BRICS-Staatsbürgerschaft sein. Insbesondere deswegen, weil man ja weiß, dass solche Citizenship per Investment Programme vielfach nur begrenzt zeitlich verfügbar sind. Jetzt könnte also der richtige Zeitpunkt für dich sein, eine solche Staatsbürgerschaft zu erwerben. Und darüber wollen wir in diesem Video sprechen. Wenn du dich mit dem Thema sowieso laufend auseinandersetzt, dann weißt du ja, von was ich spreche. Wir selbst haben hier schon etliche Videos zum Thema BRICS veröffentlicht. Ganz klar, da gibt es Meinungsverschiedenheiten. Die einen sehen hier den Westen und den Dollar auf einem ganz klaren Abstiegskurs. Andere sagen, es ist nur ein temporärer Blip, eine kleine Delle. Und dann wird es weiter nach oben gehen für die USA und den US-Dollar. Aber eben viele sehen doch, dass die besten Zeiten der USA und des US-Dollars vorbei sind und gehen davon aus, dass hier die BRICS-Staaten, angeführt von dem riesigen Reich und der riesigen Wirtschaftsmacht Chinas, die Größe der Zukunft sind, wo man heute schon aktiv werden sollte, um sich hier letztlich in Zukunft große Erträge sichern zu können. Und ein solcher Weg, schon heute aktiv zu werden, ist es eben möglicherweise hier eine zweite Staatsbürgerschaft in einem solchen BRICS-Staat zu erwerben. Für Deutsche ist dies ja ohne weiteres möglich seit Ende Juni 2024. Da wurde das deutsche Staatsangehörigkeitsrecht geändert. Jetzt kann man auch zweite Staatsbürgerschaften in Drittstaaten, das heißt in Nicht-EU-Staaten erwerben, ohne hier einen Beibehaltungsantrag für die deutsche Staatsbürgerschaft stellen zu müssen. Den BRICS-Block gibt es ja bekanntlich seit 2009. Gründungsmitglieder der BRICS-Staaten waren Brasilien, Russland, Indien und China. Aber seitdem hat sich einiges getan. Mittlerweile sind Mitglieder auch Südafrika, Iran, Ägypten, Äthiopien und die Vereinigten Arabischen Emirate. Weitere Länder sollen in Kürze dazukommen. Ursprünglich sollten ja 2024 auch Saudi-Arabien und Argentinien Mitglieder der BRICS-Staaten werden. Allerdings Argentinien hat sich dann nach der Wahl Javier Mileis zurückgezogen und Saudi-Arabien braucht noch etwas länger Bedenkzeit. Aber ansonsten hier stehen alle Zeichen groß auf Wachstum, immer weniger Handel zwischen diesen Mitgliedstaaten wird über den Dollar abgewickelt. Man spricht schon auch von allen möglichen Vorteilen, die zum Beispiel Bürger in den einzelnen Ländern haben sollen. Man redet zum Beispiel von einer Personenfreizügigkeit, dass jetzt Bürger einzelner BRICS-Staaten dann auch in anderen BRICS-Ländern arbeiten und Firmen gründen bzw. wohnen können. Sicherlich, das ist noch nicht entschieden. Das sind eben so Diskussionen auch wie zum Beispiel eine gemeinsame Währung. Wobei von der gemeinsamen Währung hat man ja so ein wenig Abstand genommen. Man hat im Grunde ein besseres System gefunden. Man hat hier einen Marktplatz entwickelt, in dem man dann letztlich hier Geschäfte machen kann in den einzelnen Landeswährungen. Von allen genannten BRICS-Staaten kannst du nur in einem Land eine Staatsbürgerschaft käuflich erwerben. Und das ist Ägypten. Ägypten ist ja eins der neueren BRICS-Länder.
seit 2024 und es hat eben auch seit kurzem dieses Citizenship by Investment Programm. Wenn du 250.000 US-Dollar an den ägyptischen Staat spendest oder aber eine Immobilie in Ägypten kaufst für 300.000 Dollar oder 350.000 Dollar in ein dortiges Unternehmen investierst, beziehungsweise 500.000 dort auf ein Konto anlegst in Ägypten, dann bekommst du dort die Staatsbürgerschaft, den zweiten Pass. Nun, der ägyptische Zweitpass ist natürlich für Deutsche nicht wirklich interessant. Du kannst mit dem deutschen Pass in viel mehr Länder einreisen, visumsfrei, als mit dem ägyptischen Pass. In dieser Hinsicht würde also die ägyptische Staatsbürgerschaft überhaupt nichts bringen. Aber wenn wir uns anschauen, was gerade in Europa passiert, Vermögensregister, möglicherweise Besteuerung nach Staatsbürgerschaft, auch hier große militärische Konflikte, die hier möglicherweise anstehen könnten. Das alles sind ja Dinge, die sehr besorgniserregend sind. Hier kann also ein ausländischer Pass ein Weg sein, letztlich ein Ticket herauszuhaben aus Deutschland, wenn du also weg musst und irgendwo eine sichere Basis brauchst in einem Land, was zum Beispiel kein NATO-Land ist, wo sie dich dann nicht hier letztlich zur Wehrpflicht in Deutschland heranziehen können. Dazu haben wir ja auch eigene Videos gemacht. Das ist jetzt also völlig unabhängig von der Tatsache, dass Ägypten tatsächlich hier ein BRICS-Land ist. Also auch völlig unabhängig von der BRICS-Frage kann die ägyptische Staatsbürgerschaft interessant sein für dich, wenn du dich vor den genannten Risiken absichern willst. Dann hast du schon mal ein Ticket, um Deutschland im Zweifelsfall, wenn es heiß wird, verlassen zu können. Ägypten ist ja durchaus nicht unattraktiv, muss man ja klar sagen. Viele Deutsche gehen da regelmäßig in den Urlaub. Sharm el-Sheikh, ganz herrliche Städte gibt es da. Auch Kairo hat sehr attraktive Wohngegenden. Wenn wir uns jetzt aber mögliche BRICS-Vorteile anschauen, die mit dieser Staatsbürgerschaft auch als zweiter Staatsbürgerschaft hier möglicherweise noch genossen werden können, sagen wir eben mal zum Beispiel diese Personenfreizügigkeit, dann reden wir natürlich schon von sehr möglicherweise attraktiven Vorteilen, die du hier durch den Erwerb dieser Staatsbürgerschaft haben kannst. Auch wissen wir ja nicht, wie sich hier die Konfliktsituation zwischen BRICS und der EU, NATO, USA etc. weiterentwickelt. Möglicherweise kann es ja dann bei manchen Handelsgeschäften von Vorteil sein, wenn du hier eine solche BRICS-Staatsbürgerschaft hast. Vielleicht kannst du von bestimmten Deals nur partizipieren, vielleicht sind bestimmte Investments nur möglich, wenn du eine solche Staatsbürgerschaft hast. Die würde dann anderen komplett verschlossen bleiben. Oder du musst ein Staatsbürger eines BRICS-Landes sein, um zum Beispiel in einem bestimmten Land eine Firma gründen zu können oder an einem Investmentprogramm teilhaben zu können. Wir kennen das ja alle auch zum Beispiel von verschiedenen anderen Investmentprogrammen und auch Förderprogrammen in den westlichen Ländern, wie zum Beispiel in den USA. Auch dort kannst du zum Beispiel an bestimmten Programmen der öffentlichen Förderung nur dann teilnehmen, wenn du entsprechend eben die richtige Staatsbürgerschaft hast oder die Gesellschafter und Geschäftsführer einer Gesellschaft die richtige Staatsbürgerschaft haben. Bei solchen langfristigen Überlegungen könnte eben eine solche Staatsbürgerschaft eines BRICS-Landes und hier eben Ägypten tatsächlich Sinn machen. Und das ist nun einmal der schnellste Weg, wie du hier an eine BRICS-Staatsbürgerschaft kommen kannst. Natürlich, du kannst jetzt nach Brasilien umziehen, kannst dort leben und wenn du dort mehrere Jahre lebst, möglicherweise kannst du es durch die Geburt eines Kindes beschleunigen, kriegst du auch die brasilianische Staatsbürgerschaft, ganz klar. Aber wenn du das nicht möchtest und im Grunde genommen etwas suchst, was berechenbarer ist, wo du keine Anwesenheitspflicht in dem Land hast oder einfach in Deutschland bleiben kannst, dann könnte unter Umständen hier die Staatsbürgerschaft in Ägypten für dich interessant sein. Und Ähnliches könnte man jetzt natürlich auch sagen, wenn dir der Zugang zu Afrika und afrikanischen Märkten hier wichtig ist. Auch Afrika ja ein sehr bedeutender Kontinent, der stark im Kommen ist, der sich hier auch deutlich vom Westen abgrenzt. Auch hier gibt es also tatsächlich
interessante Möglichkeiten. Ägypten ist ja zum Beispiel Teil der African Continental Free Trade Area. Da gibt es also auch innerhalb Afrikas interessante geschäftliche Möglichkeiten, welche sich durch diese Staatsbürgerschaft für dich potenziell eröffnen können. Sicherlich eine solche Investition, das ist auch eine Wette auf die Zukunft. Keiner von uns weiß hundertprozentig, wie sich die Zukunft gestalten wird, was wir zu erwarten haben. Ich gehe fest davon aus, dass die BRICS-Staaten hier immer mehr an Bedeutung gewinnen. Und wer weiß, was eine solche Investition in eine ägyptische Staatsbürgerschaft hier für sogenannte Early Adopters, also für solche, die jetzt bereit sind, hier mitzumachen, noch an Vorteilen bringen kann. Ich hatte es vorhin schon gesagt, viele dieser Programme für Staatsbürgerschaften bei Investment sind nur für kurze Zeit verfügbar. Viele Länder schließen diese Programme dann wieder. Wir haben tatsächlich schon etliche Länder erlebt, die dieses Programm nur eine gewisse Zeit angeboten haben und dann war vorbei. Das heißt, jetzt ist vielleicht eine einmalige Chance, wo dieses Fenster hier offen ist, diese Staatsbürgerschaft zu erwerben. Und wie gesagt, du kannst ja auch eine Immobilie erwerben, eine Ferienimmobilie, die du später wieder veräußern kannst. Hier ist also gar nicht unbedingt notwendig, dass du hier eine Spende an den Staat machst, letztlich Unkosten aufnimmst, die dann hier für immer verloren sind. Wenn das Thema Citizenship bei Investment für dich wichtig ist, BRICS-Staatsbürgerschaften für dich wichtig sind, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Den Link packe ich hier in die Beschreibung zu diesem Video mit hinein. Wir helfen seit fast 20 Jahren Mandanten dabei, sich international zu diversifizieren, steuerlich zu optimieren, ihr Vermögen zu schützen, neues Vermögen aufzubauen. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.